So, hallo Freunde gepflegten Leistungssport, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Ich habe einen Anruf bekommen von meinem Mobility-Coach Leon, der meinte, du komm mal ganz schnell vorbei. Was ist denn? Ja, wir wollten ein Video drehen. Wie? Sprunggelenke. Ach so, na klar! Natürlich, es gab mal eine Serie, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt reinziehen. Um was ging es gleich nochmal? Spaß, Mobility. Was machen wir heute? Wir machen heute Sprunggelenk. Ich habe gedacht, das ist so ein bisschen für ein Gewichtheber eigentlich ein Thema. So, für die Kniebeuge und so weiter. Für dich jetzt vielleicht nicht so als Ding, dass du damit Probleme aber hast. ich mach's trotzdem. Na, machen wir so? Okay. Prophylaxe. Komm. Let's go. Also eigentlich brauchen wir Gewichtheber keine Mobilität im Sprunggelenk, weil deswegen habe ich ja Heberschuh. Ja, aber trotzdem brauchst du ja eine normale Funktion von dem Gelenk. Und ich sage immer, wenn du dein Potenzial vom Sprunggelenk so ausnutzt, wie du es letztendlich ausnutzen kannst, also da deine Mobilität erhöhst im Normalzustand und dann die Schuhe nimmst, dann hast du zero Probleme hier drunter zu kommen, denn das, was man ja hin und wieder mal sieht, wenn zum Beispiel, wenn es wirklich schwer wird, dass dann sich doch so ein paar Instabilitäten ergeben, das muss nicht immer vom Sprunggelenk kommen, aber natürlich kann das so ein Faktor sein, den wir damit aus der Gleichung nehmen, wenn wir ihn verbessern, na, dass du da einfach möglichst viel Potenzial hast. Und ich meine, ich habe das bei dir letztes Mal gesehen, wie weit deine Knie nach vorne kamen, als du im Lift warst. Ne? Kann nicht jeder, ne? Aber okay. Das wollen wir auch mal haben, ohne dass jetzt 150 Kilo auf deinen Schultern sind. Ne? Und das forciert ist. Und letztendlich als Verletzungsprophylaxe wunderbar, ne? Weil wenn das eben so krass passiert, dass das Knie so weit nach vorne kommt, ne? Und du das nie trainiert hast, dann gehst du danach eher humpelnd aus dem Lift raus, als dass du daraus wiederkommst. Okay, ja, dann lass uns was machen. Okay. Punkt Nummer 1 ist, wir müssen wissen, wie unser Sprunggelenk aufgebaut ist, beziehungsweise wie wir letztendlich hier unser Fußgewölbe aufbauen. Wir halten immer folgende 3 Punkte. Hinten die Ferse und so den kleinen Zeh im Boden und den großen Zeh im Boden. Als würdest du so letztendlich so ein bisschen das aufbauen. Die Zehen mittendrin, die chillen in der Luft, oder was? Nee, die wirst du auch runterdrücken. Okay, das ist ein bisschen bequemer. Wichtig ist, nicht krallen, sondern erstmal lang aufsetzen. Genau, mach die lang. Und jetzt einfach nur leichten Druck hier reingeben. Genau. Und du versuchst dein Sprunggelenk eben in diese Richtung aufzubauen. Also stell dir mal vor, dass du von meinem Finger weggehen willst. Sehr gut, richtig. Wichtig, nicht krallen, sondern lass die Zehen lang. Genau. Und jetzt versuch das weniger aus dem Knie zu machen. Aber ich nehme nicht mein Knie nach links. Richtig. Das ist die Basis. Das ist jetzt eigentlich noch nicht die Übung, das ist jetzt nur die Basis. Das wäre die Übung. Okay, von hier ist dein Knie jetzt noch relativ gerade. Wir versuchen, das Knie nach vorne zu schieben, aber statt diese Standardübung, dass wir versuchen, hier immer nur vorne ins Sprunggelenk zu knallen, weil dann ist irgendwann halt Knochen auf Knochen, da wird nicht viel passieren. Ja, oder dann noch zusätzlich mit einem Band und so weiter. Nee, wir wollen das Ganze ein bisschen smarter angehen, nämlich, dass du jetzt versuchst, den Teil des Sprunggelenks, und ich reibe da extra dran, damit einfach deine Wahrnehmung für diesen Bereich jetzt gerade etwas erhöht wird, ja, den bringst du nach oben. Das heißt, du machst quasi so einen Wadenheben. Genau, schön hoch, schön hoch. Versuch auf die Zehenspitze zu kommen. Jawohl. Halt die Zehen im Boden, genau, und schieb das nach vorne. Sehr gut. Halt das Knie parallel drüber. Das heißt, nicht zu weit nach außen, nicht zu weit nach innen. So, jetzt lässt du die Ferse langsam wieder runter, hältst das Knie aber vorne. Drück das Knie weiter nach vorne. Da versuchst du mit deinem Körpergewicht mal ein bisschen gegenzudrücken, nicht mit dem Arm. Ja, jetzt siehst du gerade, dass, oder vielleicht spürst du es, ihr habt es vielleicht gesehen, dass das Sprunggelenk einknickt. Halt das hier oben. Ja, ich Geh nochmal raus. Ich habe Plattfuß. Ja, und genau deswegen arbeiten wir dagegen. Ne? Komm wieder hoch. Hoch, 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 hoch. Sehr gut.
Und langsam runter. Langsam runter, Knie vor, Knie vor, Knie vor. Genau, Knie immer weiter nach vorne schieben. Jetzt setzt die Ferse am Boden ab. Super. Jetzt merkst du, dein Sprunggelenk ist wieder kollabiert. Bau das Ganze wieder auf. Genau, wenn du dazu noch ein bisschen zurückgehen musst, kein Problem. Wunderbar. Jetzt halt das Ganze und geh wieder mit der Ferse hoch, 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 hoch. Nicht mit dem Oberkörper vorschieben, mach das Ganze nur aus der Ferse. Komm, bring das nach vorne, Waden heben quasi. Sehr gut. Langsam wieder runter, schieb das Knie nach vorne. Genau, und diese letzte Rotation, indem du hier dich wieder reindrehst und einen Plattfuß kreierst, die versuch gegenzusteuern. Ja, weil stell dir vor... Ja, ist eine Ansteuerungssache so ein bisschen, ne? Genau. Und das ist das, was wir ja mit der Mobilität erreichen wollen. Ne? Eine erhöhte Wahrnehmung für das Gelenk, eine bessere Ansteuerung, dass das Gelenk oder das Nervensystem das Gelenk kontrollieren kann, auch wenn da hohe Lasten drauf sind. Das sah schon viel besser aus. Hast du den Unterschied gespürt? Ich habe mich gerade voll drauf konzentriert. Nice. Jetzt war das für dich schon relativ schwierig, ohne Gewicht das zu kontrollieren. Ja, die Ansteuerung ist halt nicht ganz so Genau. easy. Und jetzt stell dir vor, da sind jetzt 150 Kilo drauf, auf dem Sprunggelenk, auf beiden Beinen. Das Ganze solltest du natürlich für beide Beine machen. Und du kannst das eben nicht so kontrollieren. Was passiert denn dann in dem Schuh? Du merkst das natürlich nicht, weil der Schuh ist recht fest, der ist total stabil. Aber jedes Mal, wenn du dann hier reingehst und Gewicht drauf geht und du das ohne Gewicht schon nicht so gut kontrollieren kannst, was passiert mit Gewicht? Selbstverständlich kollabiert der Fuß. Und das ist das, was ich meine, und das ist das, was du bei vielen deiner Kollegen vielleicht auch siehst. Ab einem bestimmten Gewicht gehen die Knie nach innen. Und das fängt mit dem Sprunggelenk an, weil sie eben nicht die Kontrolle haben. Und das ist eine einfache Übung, wie du das aufbauen kannst. Die Kontrolle hier im Fuß beizubehalten, ja, in dieser aufgerichteten Stellung. Du merkst dann auch, dass hier mehr Aktivität ist, hier ist die Stabilität, das überträgt auf die Knie und auf die Hüfte. Dass du bei einem Lift, bei einem Wettkampf dann zum Beispiel, wo du ein Gewicht bewegst, das du vielleicht noch nicht bewegt hast, dann auch wirklich sicher bist. Ja, und so einfach angefangen, und das Ganze kannst du dann noch beladen mit einer Kettlebell, aber fang erstmal so an. Langsam hocharbeiten, richtig. Und dann dann kannst du es ganz schön aufbauen. Denn das ist ja auch das. Ne? Wo hast du diese Bewegung? Ganz klar bei jedem Lift. Ne? Bei jedem Zug ist ja die Endphase, das Treten, ne, auch im Sprunggelenk. Und wenn du da instabil bist, wenn du dann aufkommst, ne, genau dieses Reindrehen, was macht das mit der Kette hoch? Kreiert Instabilität. Und so, relativ simpel, kannst du das Ganze aufbauen. Okay, gehe ich an. Würde ich sagen, reicht fürs Sprunggelenk erstmal, oder? Oder willst du noch eine zweite Übung haben? Du bist der Chef. Lass uns noch eine zweite Übung machen. Einfach so ein bisschen eine Alternative zu haben. Das ist Warte. Ja. Erik, kannst du da mal weg?